bringt einmal künstlerische Ausdrucksformen und Möglichkeiten in die Münchner Kammerspiele, die hier vorher so nicht vorgekommen sind. Und zum anderen geht es um eine Überprüfung der bestehenden Strukturen, zu schauen, wie müssen sie verändert werden, dass KünstlerInnen mit Beeinträchtigung nicht behindert werden durch die Strukturen. Und ich glaube, davon können halt alle profitieren. Für uns war wichtig, dass KünstlerInnen mit Behinderung auch in Entscheidungspositionen vorkommen und nicht nur in sogenannten ausführenden Positionen. Zum Beispiel Tiziana Pajaro vom Theater Hora hat Regie geführt bei Horror und andere Sachen. Auch da geht es viel darum, herauszufinden, was braucht sie, dass sie hier Regie führen kann. Leonie, du bist eine Monagette. Einmal, glaube ich, hat das Publikum einen großen Möglichkeitsraum, Kunst, ganz unterschiedliche Kunst zu erleben. Und dadurch verändern sich vielleicht Sehgewohnheiten. Werden Bewertungsmaßstäbe in Frage gestellt. Dadurch entsteht auch neue Sichtweisen auf Kunst. If you need subtitles and there's something missing, it's because of the improvisation. So please then ask your friendly Bavarian neighbor. Dann versuchen wir durch Maßnahmen wie Audiodeskription, Tastführung, Übersetzung in deutsche Gebärdensprache auch das Theater zugänglich zu machen oder die Stücke für ein Publikum, für das es vorher nicht zugänglich war. Die Münchner Kammerspiele haben eine Vermittlungsstelle geschaffen, die Anna-Sophia Fischer gerade innehat. Anna-Sophia Fischer ist selber sehbeeinträchtigt und bringt ihre Expertise mit in den Betrieb, überprüft auch sehr, wie finden Menschen überhaupt das Angebot dieses Theaters, wie finden sie ins Theater und macht viel Community, Pflege und Arbeit, weil die Frage beginnt ja nicht bei der Zugänglichkeitmachung eines Stückes nur, sondern weit vorher. Hallo zusammen. Hallo. Wie heißt du? Hallo. Wie ich heiße? Ja. Ich heiße Jan. Hi Jan. Hallo. Ich spiele mit und bin der Regisseur gleichzeitig. Wie lange sind Produktionsphasen? Wie lange sind Proben? Pausenzeiten? Wie garantieren wir, dass Pausenzeiten eingehalten werden, auch wenn dieser theatertypische Überstress eintritt? In meiner Werkstatt gibt es eine Theatergruppe, die nennt sich die Blindgänger. Und zu der Zeit konnte ich nicht dazu kommen. Dann kam das Angebot von der Otto Falkenberg Schule, um dort ein paar Inklusionsworkshops und bei Stücken mitzuspielen. Walter Benjamin nannte ein ihm bekanntes Mitglied des Bauhauses einen Zirkusdirektor des Zufalls. Ich spüre schon Ihre Wünsche. Aber heute entscheidet der Zufall. Da sind Nele Janke und Barbara Mundl auf mich aufmerksam geworden. Und dann wollten die Kammerspiele mich gerne fest im Ensemble haben und in einer Abmachung, dass ich teilweise noch in der Werkstatt, in der Weberei weiterarbeite und an den Kammerspielen bin. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Ja, wir haben Antigone in leichte Sprache übersetzen lassen. Das war das erste Mal, dass ein Klassiker übersetzt wurde in leichte Sprache. Auf der Webseite machen wir ganz klar ein Angebot auf leichter Sprache. Wir versuchen auch, wie jetzt bei dem Festival All Abled Arts,
das Programmheft als ein Wendeheft in komplexer und leichter Sprache zu machen und haben uns von vornherein mit einigen Gruppen und KünstlerInnen verbündet. Das sind international oder überregional einmal Theater Hora aus Zürich, das kollektiv arbeitende Truppe Meine Damen und Herren aus Hamburg und Theater 21 aus Warschau. Lokal, das ist zum einen die Freie Bühne München, 4 der Absolvierenden der Freien Bühne München, die eine Ausbildung haben, sind fest zu uns Ensemble gekommen und wir arbeiten zusammen mit den südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbeeinträchtigte. Dort geht es darum, wie kann das Wissen, was oft in Jahrzehnten in diesen Gruppen entstanden ist, Einzug erhalten in die Münchner Kammerspiele. Ich wünsche mir an Projekten mal ein Musikstück mit Gesang, ein Tanzstück, dann natürlich weiter Theater und meinen eigenen Gedichteabend, weil ich schreibe selber Gedichte. Und es gibt ja auch noch mal eine Frage, was passiert, wenn wir alle gehen? Also was ist die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit eigentlich? Was bleibt irgendwie davon? Wie kann sowas verankert werden? Disabled Leadership ist noch mal auf jeden Fall eine größere Schwerpunktsetzung. Residenz- und Nachwuchsförderung von Künstlern mit Behinderung, Beeinträchtigung. All Abled Arts ist für mich ein Prozess, der sich, wie Prozesse so sind, stetig wandelt. Es gab ja nicht wie einen Plan und wir wussten, so geht's sicher, sondern wir hatten ein paar Annahmen und haben gesagt, lass es uns versuchen. Ja, und wir sind ja auch selber gespannt, was noch alles kommt.